Weil momentan sind wir in der glücklichen Situation, dass Ultimate-Schmuck seit 3 Jahren der beste Schmuck im Spiel ist. Und da ja das neueste Update schon released wurde, wird das halt auch die vollen 3 Jahre so bleiben. Also Ultimate-Schmuck kam November 23, wenn mich nicht alles täuscht. Und bis dieses Jahr noch ein Update kommt, ist wieder November, also November 26, da waren es 3 volle Jahre. Und ich glaube, du musst schon sehr froh sein, dass es in FLiVE 3 Jahre lang eine Sache gibt, die gleich gut bleibt. Also natürlich gibt es jetzt Ultimate-Schmuck plus 10, aber jeder, der sich das schon mal durchgerechnet hat, weiß, Ultimate-Schmuck, alles über plus 0, Ultimate-Schmuck, jede einzelne Upgrade-Stufe lohnt sich rein finanziell eigentlich nicht, weil es zu viel Geld kostet für das, was es bringt. Natürlich, wenn man das Geld hat und wenn man auch schon sonst sehr gutes Equipment hat, dann muss man es irgendwann machen, wenn man noch stärker werden will. Ultimate-Schmuck plus 4 wäre dann das nächstbeste. Nach plus 0 kommt plus 4 und dann wird es richtig teuer. Aber die Unterschiede sind tatsächlich ziemlich gering. Also Ultimate Schmuck plus 10 für das, was es kostet, ist wirklich ultra schlecht. Also plus 8 ist, glaube ich, noch ziemlich gut. Wenn man bedenkt, dass man dafür zweistellige Milliardenbeträge ausgeben muss, ist es noch verhältnismäßig gut. Es ist grottenschlecht, was Preis-Leistung angeht, aber es bringt zumindest ein bisschen was und es kostet nicht ganz so viel wie plus 10. Du musst aber schon ziemlich froh darüber sein, dass sich beim Schmuck tatsächlich bisher noch nicht wirklich viel geändert hat. Also im Endeffekt gab es eigentlich erst eine richtige Schmuckrevolution. Also zumindest im FLiVE Universe. Im FLiVE PC war es halt irgendwann so, und deswegen sage ich das auch, im FLiVE PC war es irgendwann so, dass sie diese Schmucksets released haben. Da kam halt im Endeffekt jedes Jahr eins raus, das war einfach besser als das im Jahr davor. Und um es zu bekommen, musstest du immer Schmuck plus 20 machen. Also tausende A-Products rausballern. Das war auch da, wo ich das letzte Mal gecached habe. Das letzte Mal in meiner FLiVE-Karriere, als ich gecached habe, war für A-Products beim Black Friday 2018. November 2018 habe ich das letzte Mal gecached für FLiVE. Und da habe ich mir A-Products gekauft von meinem Weihnachtsgeld. Da habe ich mein Weihnachtsgeld in meinen FLiVE gebuttert. Und habe dann A-Products gekauft und Schmuck plus 20 geupgradet, um mir dieses neue Schmuckset zu holen. Damals das Christmas Fairy Set. Wobei ich glaube 2018 war es sogar Christmas Dinner. Aber egal. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wenn immer wieder was Neues rauskommt, ist das ja eigentlich voll schlecht, weil das heißt, du gibst so viel Geld aus und du weißt, ein Jahr später wird es schon komplett entwertet werden. Und wenn du jetzt sagst, zusätzliche Effekte oder halt neue Effekte, dann gibt es halt eigentlich immer nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist es besser, alle fühlen sich gezwungen, das Neue zu kaufen und dann sind eigentlich alle ziemlich angefressen, weil sie Geld ausgeben müssen, weil es was Besseres plötzlich gibt. Und wenn es schlechter ist, dann denkt sich jeder, ja Mann, was releasen die so ein Trash? Keiner will das, es ist schlechter als das, was ich bereits habe. Komplett nutzlos. Naja, und was ist dann der Sinn davon? Also entweder die Leute sind extrem angefressen, weil sie sau viel Geld ausgeben müssen. Ob jetzt Ingame oder Echtgeld, Geld ist ja egal. Also so oder so musst du auf jeden Fall Geld ausgeben. Um dir den neuen kranken Stuff zu holen. Und wenn es zu schlecht ist, dann beschwert sich jeder, was die für einen Müll releasen. Und da kannst du eigentlich echt nicht gewinnen. Also Gala kann da nicht wirklich gewinnen. Deswegen finde ich es ganz gut, was sie gemacht haben. Sie haben einfach Ultimate Schmuck plus 10 gemacht. Der sich auch wirklich rechnerisch gar nicht lohnt. Das heißt, die absoluten Giga-Whales, die machen das. Die holen sich Ultimate Schmuck plus 10. Und alle anderen denken sich, ja, warum zum Teufel soll ich dafür jetzt ein paar hundert Euro ausgeben? Oder zweistellige Milliardenbeträge, wenn das so wenig Unterschied macht und ja, also sich einfach nicht lohnt. Und deswegen ist das, was sie jetzt gemacht haben, halt ziemlich gut. Und wenn sie das machen würden, was du jetzt, also, das ist ja kein schlechter Vorschlag. Das Problem ist halt nur, selbst bei solchen Effekten wie Cooldown Reduction oder so, natürlich könntest du sagen, rein schadenstechnisch, wenn es schlechter ist, ist es gut. Weil dann könnten zum Beispiel Ringmaster, Supporter oder sogar Tanks, wobei Tanks vielleicht eher nicht, aber dann könnten, unter gewissen Umständen könntest du dann, oder wenn du farmst, wenn du nicht auf maximalen Schadengrad aus bist, sondern vielleicht farmst du gerade, also nicht, irgendwelche Giants oder so, wo dir Cooldown Reduction mehr bringt, weil du eine besondere Fähigkeit dann schneller zweimal einsetzen kannst oder so. Vielleicht hast du davon mehr unter gewissen Umständen, dass man sich quasi dann so Farm-Equipment oder Farm-Chars ausrüstet oder sein Catcher-Farmer oder irgendwas
Vielleicht eine Schmuck, der deine Sauggeschwindigkeit beim Catcher-Farmen erhöht oder so. Das könnte man grundsätzlich schon machen. Aber wenn du mich fragst, sollte es dann halt so sein, oder wird es dann wahrscheinlich so sein, dass du es eher so gestalten solltest, dass die Leute dann irgendwie Quality of Life davon bekommen und eben nicht neuer, bestmöglicher Schmuck daraus entsteht. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt einfach bestehenden Schmuck nehmen würdest, zum Beispiel du machst ein neues Adept-Set und dann hast du einfach magische Kraft und Cooldown Reduction oder so. Oder einfach Ohrringe, die einen zusätzlichen Effekt bringen. Ohrringe geben ja aktuell immer nur Schaden oder Verteidigung oder so. Und du gibst dann plötzlich einfach ein neues Set raus, das viel bessere Effekte hat, dann kommt das immer eher schlecht an. Also bei Fly PC war das am Anfang so, die Leute haben sich gefreut, als diese Schmucksets released wurden, weil endlich neuer Schmuck existiert hat. Und der war auch ziemlich gut. Nur dann hat man leider gemerkt, sie haben gemerkt, dass sie damit ultra viel Geld verdienen, jedes Weihnachten mit diesen Schmucksets. Und dann haben sie halt jedes Jahr ein neues Schmuckset rausgebracht, das fast immer besser war als das Schmuckset im Jahr davor. Und das hat dann dafür gesorgt, dass die Leute dann nicht mehr sich gefreut haben, sondern im Gegenteil, die Freude ist in Hass umgeschwungen, weil sie sich gedacht haben, warum releasen die jetzt jedes Jahr komplett besseren Schmuck? Weil das schon ziemlich utopisch ist, also in Fly Universe wäre das auch so. Wenn die jedes Jahr neue Waffen, neue Sets, neuen Schmuck releasen würden, dann kann der normale Spieler, der durchschnittliche Spieler kann da überhaupt nicht mithalten. Und der würde da einfach auf Dauer einfach auch den Sinn auch nicht mehr sehen. Natürlich könnte man auch sagen, dein Equipment, das du aktuell hast, wird ja dadurch nicht zwingend schlechter. Also besser gesagt, es wird auf jeden Fall nicht schlechter. Es ist halt nur so, dass es dann besseres Equipment gibt. Also man kann auch für sich selber sagen, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht das neue Equipment. Ich brauche nicht immer das Beste. Ich kann auch mal ein Jahr aussetzen. Klar kann man das sagen. Trotzdem, wenn dann andere Leute mit dem neuen besten Equipment rumlaufen und viel mehr Schaden machen als du, fühlst du dich trotzdem dann immer ein bisschen kacke. Und das haben sie halt bei Fly PC, wie gesagt, schon ziemlich verkackt. Weil da haben sie es halt ein bisschen übertrieben. Also wenn sie nur alle 2 Jahre neues Schmuckset released hätten, wäre es noch okay gewesen wahrscheinlich, weil 2 Jahre ist dann schon wieder eine relativ lange Zeit. Aber jedes Jahr zum Beispiel ist halt echt, das ist furchtbar. Weil da können dann halt wirklich nur noch die Cacher immer mit dem neuesten Equipment rumlaufen. Alle anderen kommen da einfach nicht mehr mit. Vor allem, wenn du mal eine Pause machst für ein paar Monate und dann sowieso viel weniger Geld hast oder so. Und dann released andauernd irgendwas Neues. Das ist halt schrecklich. Also das ist schon gut, dass sie es bei Fly Universe ein bisschen... Ich meine, klar, wir haben trotzdem alle 1-2 Jahre neues Equipment. Aber wie gesagt, ich finde alle 2 Jahre ist okay. Und vor allem, wenn nicht immer alles Neues. Also wenn immer nur eine Sache Neues, neue Waffen und oder neue Sets. Dafür aber dann kein neuer Schmuck und keine neue Fashion zum Beispiel. Dann finde ich es noch okay. Also man darf es halt einfach nicht übertreiben. Sie dürfen nicht zu viel auf einmal releasen und nicht zu oft. Also wenn jetzt dieses Jahr zum Beispiel gar nichts mehr kommt und dann erst nächstes Jahr wieder was, das wäre okay, weil dann wäre es ja wieder 2 Jahre gewesen. Was ich zwar nicht glaube, ich meine, irgendwas wird wahrscheinlich dieses Jahr noch kommen im nächsten Update, aber auf jeden Fall sollte man es nicht so eskalieren lassen wie bei Fly PC. Aber gut, diese Schmucksets, das war halt echt so ein leichter Cash-Grab für die. Kann man schon verstehen, warum die das gemacht haben. Glücklicherweise war es so, dass manche Sets halt wirklich schlecht waren, beziehungsweise dann immer nur gut für einen gewissen Spielstil. Da konnte man das dann easy skippen. Aber es gab auch Jahre, wo 3 Jahre in a row einfach was Besseres kam und man dann eigentlich jedes Jahr sich was Neues hätte kaufen müssen. Daher sowas wie Fähigkeitsschaden, neue Stats, die mehr Individualisierung und Spielstil bieten. Ja, aber in Fly ist es so, dass die Leute immer nur interessiert, ist es besser oder ist es nicht besser. Wenn die jetzt ein neues Set releasen würden, das auf Fähigkeitsschaden und Cooldown geht, statt auf Schaden, also statt auf Int und Zusatzschaden, zum Beispiel jetzt bei Mage, würden sie Cooldown Reduction und Fähigkeitsschaden und vielleicht noch irgendwas bringen. Und vielleicht Cast Time über 200, dass du dann 210 haben kannst oder irgendwie so. Dann wäre die erste Frage von jedem hier, kein Set so wie Speedos, ist ja egal. Die erste Frage wäre, lohnt sich das mehr? Mache ich damit mehr Schaden? Das ist das Einzige, was die Leute interessiert. Und wenn sich dann rausstellt, es ist nicht besser, dann sagen alle, oh, ist ja Trash, komplett nutzlos, warum haben die das überhaupt released? Bringt ja keinem was.
Und wenn es besser ist, regt sich jeder auf, weil dann jeder weiß, er braucht neuen Schmuck und muss Geld ausgeben. Da kannst du echt nicht gewinnen bei der Sache. Das ist jedes Mal so. Bei Live PC war das auch so. Wenn das Schmuckset schlecht war, haben es alle getrash-talkt und wenn es zu gut war, haben sich alle aufgeregt. Also, das kann man aus Live PC ziemlich gut ableiten. Und wie gesagt, Fleischspieler sind echt leider, was das angeht, schwierig. Weil Fleischspieler interessiert immer nur maximaler Schaden, best in Slot. Und sobald etwas zum Beispiel released werden würde, und das ist, wie gesagt, es muss besser oder schlechter sein. Oder es wird höchstwahrscheinlich besser oder schlechter sein. Und je nachdem, was es dann ist, hast du dann eine andere Perspektive. Die halt auch fast jeder teilt. Ausnahmen gibt's immer, aber da kann man eigentlich nur verlieren an Galas Stelle. Deswegen hoffe ich sehr stark, dass sie das nicht machen. Und wenn sie es doch machen, dass sie es sich dann wirklich gut überlegen, was sie machen.